might optimize the flow of people through that city to create a better fit between their need and the urban environment, which after all we can't just change by fear. Auch in den anzuwendenden Methoden. Es gibt Wenn Sie in Sachsen sind, haben Sie Mitempfehlerinnen, die sehen Sie in Hessen zum Beispiel gar nicht. Das ist der rote Faden, der hier durchgeht, durch eine Therapie, die sich über einen Zeitraum von 2 Jahren erstreckt. Jeder Patient kriegt individuellen Behandlungsplan, der sehr lange Behandlungsdauer hat. Dann kann es sinnvoll sein, wenn das ein zuverlässiger Patient ist, den sehr lange einfach auch in Lockerung zu haben. Zu sagen, wir machen das Programm mit ihm durch und dann geht er in einen offenen Bereich, wo er zum Beispiel draußen im Berufsleben schon Fuß fassen kann, wo er vielleicht eine Ausbildung anfangen kann, sodass man einen Teil dieser langen Behandlungszeit unter relativ offenen Bedingungen verbringen kann, unter dem Gedanken, dass er sich draußen im normalen Leben unter der Überwachung des Maßregelvollzugs sozusagen stabilisiert. You need to know who your peers and who your leaders are. I think only one or two things to say about leadership. One of them is to listen carefully. The other thing is to have a clear idea what you want to achieve. And that can only be understood by a lot of interaction. So you don't have to have that clear idea initially, but be prepared to consider and develop that clear goal. And I think finally it's to work on the basis of relationships and partnerships that none of us can do anything on our own. And then an ethical approach to partnerships that we need to strike a balance between rejecting all outside groups, people who make medical devices or medicines. We need to have an ethical approach to partnerships with them, understand what's the correct balance between getting the assistance we need and not being influenced unduly by that. But we're also engaged, as I mentioned, with communities and primary health care, making sure that there's early intervention. There's worldwide discussions about violence in psychiatry and how much violence is acceptable. There are many, many victims who talk about it. I mean, psychiatry has a murderous past. This is our history and we suffer from that. Psychiatry is changing all the time and of course our practice and our aim is humane care and practicing in a way that upholds human rights rather than abuses them. The area that, for instance, with the UN Convention on the Rights of People with Disabilities, the CRPD, people focus on the use of coercive care, and that's one important area. It's also equally important that people are not abused by being excluded from communities and opportunities. And a lot of the convention that refers, as you may well know, to providing the opportunities in communities for people living with mental ill health. I think that the short answer is that violence is not acceptable. In the past there's been the terrible examples that are on exhibition here, the T4 extermination and the killing of people in fact with disabilities. Post-Soviet countries, the debates continue about the political abuse of psychiatry. Of course, none of this is acceptable. We have codes of ethics in our association that prohibit this from any group belonging to the World Psychiatric Association. The discussions need to be much better informed than they are now about how to deal with the need for understanding people's wills and preferences when they're not in a position to express them. And we've worked in psychiatry in the principle of best interests, which we're trying to change into understanding wills and preferences. So we need to understand human rights dialogue rather than getting upset and saying we can't practice psychiatry without coercion. We're establishing a task force on creating a conversation between human rights and psychiatrists, experts. It's never acceptable to abuse patients. It's never acceptable to use coercion. You said people are in prison for 45 days for assessment and it can be reviewed for reassessment. How does this assessment look like? Do you know anything about the corruption with this business model, that there of course are doctors and people from the justice system that write fraudulent papers to court because they want to keep people in jail for money reasons? Those 45 days are needed because many people may fake symptoms to stay in the hospital and escape jail, not the other way around. So they prefer to go to a mental hospital and stay there
So maybe they will get released being non-responsible, or will be defined as having diminished responsibility, and they escape the crime, not the other way around. People who go through this pathway are sent by court order, so it's a judge, it's a higher authority, not the doctors who are interfering in this. If you find out if the accusations are wrong, do these people get compensation, and how much money would that be per day? This thing should be addressed to someone in the legal system, it should not to doctors. Okay. So, thank you. Internationaler Begriff für die Suizidprophylaxe der rechten Seite, wie eigentlich jenseits des Atlantiks, Nordamerika, durch die Wpa, wie eigentlich so die Zulassungssituation ist. Sie sehen auf der rechten Seite, jetzt denkt man an Förster, wenn man da so mal einmal drauf guckt, da gibt ja doch schon ganz schön viele Substanzen mit Indikation hier. Aber wenn Sie genau hinschauen, und die einzigste Substanz, die also wirklich uneingeschränkt in Nordamerika und in Europa zugelassen ist, ist das Lithium. Und das Lithium ist einfach auch eine unglaubliche Substanz. 70 Jahre Lithiumgeschichte. Sie müssen sich vorstellen, 1949 war die Neuzeit die Erstbeschreibung sozusagen der Beginn der psychiatrischen Forschung durch den Gestern Laket. Hat die antimanische Wirkung von Lithium bei manischen Patienten erstmals beschrieben, obwohl schon 200 Jahre länger Ärzte aus Dänemark zum Beispiel in verschiedenen Indikationen außerhalb der Psychiatrie vor allem, aber auch für Depressionen das Lithium schon eingesetzt haben. Die moderne Psychopharmakologie, die moderne Lithiumgeschichte hat ihren Beginn vor jetzt 70 Jahren. Und jetzt mal überlegen, welche Substanz, die schon so alt ist, die so lange einsetzen, hat bis heute so einen Stellenwert wie das Lithium. Keine. Also es ist nämlich so wie die älteste tatsächlich noch bedeutsame psychopharmakologische Substanz, die über die Jahre, so ähnlich wie das Aspirin auch, ist auch eine alte, billige, insgesamt auch wenig unterstützte Substanz, verschiedene Indikationen entdeckt wurden. Und neben der antimanischen Wirksamkeit von Lithium sind dann in den 60ern vor allem die rezidivprophylaktischen Effekte gezeigt worden, später dann die Augmentationseffekte bei der Depression, vor allem auch bei der unipolaren Depression, dann in den 90ern die Suizidprophylaxe, also antisuizidale Wirkungen und in Tierversuchen und in vitro eindeutig belegte neuroprotektive Effekte. Es gibt jetzt zunehmend auch epidemiologische Untersuchungen aus verschiedenen Ländern, die eindeutig zeigen, dass eine langjährige Lithium-Einnahme einen protektiven Faktor von unseren Patienten mit dieser Erkrankung, die durch die Erkrankung ihr ganzes Leben lang schon gebeutelt sind und mitgenommen sind. Und natürlich auch mit einer Substanz wie Lithium, die nicht einfach ist, ohne Frage, dass sie sozusagen einen Nebeneffekt haben, nämlich dass sie einen zusätzlichen protektiven Faktor haben, wenn sie Lithium einnehmen. Und Sie werden gleich sehen hier, dass das, was ich so meinte, wirklich aufregende neue Befunde hier aus British Journal aus. Natürlich ist Lithium, es ist keine einfache Substanz, die Nebenwirkungen, aber ich meine, es macht die Substanz natürlich auch umso wertvoller, dass wir so viel Erfahrung haben, auch die Langzeiterfahrung. Und es ist einfach so, dass das Problem, die anderen Substanzen, also die ganzen Antikonvulsiva, auch die Antibiotika, die sind alle jetzt out of patent. Kein Mensch interessiert sich mehr für die Substanzen, ja? Auch die Wissenschaft nicht, und deswegen kommt auch nichts mehr. Zum Beispiel beim Quetiapin ist es halt so, dass es vielleicht einfach noch wenig Daten dazu gibt und deshalb es vielleicht in der Evidenz nicht so gut abschneidet. Also mag auch sein, dass Lithium besser ist als Quetiapin, aber vielleicht ist die Nebenwirkungsrate von Quetiapin doch ein bisschen geringer als beim Lithium, insbesondere bei älteren Patienten. Es ist schon klar, dass wir bipolare Patienten möglichst motivieren sollten, lange bei der Therapie zu bleiben und von Absetzversuchen eher abraten. Es ist trotzdem so, dass zum Beispiel ältere Patienten häufiger dann in der Rettungsstelle waren wegen einer Lithiumintoxikation, weil sie Niereninsuffizienz sind, Durchfall haben, weil sie es gefunden haben und Ähnlichem. Wenn man das Medikament absetzen muss oder wechseln muss oder die Patienten doch angenehm auf den Auslassversuch drängen, wie würden Sie es absetzen? Wir wissen ja eigentlich, dass das Medikament unter 0,6 Serumspiegel nicht mehr sinnvoll wirkt. Und andererseits ist es ja so, dass die Idee ist, dass es ja doch irgendwie auf die Gene
Das ist praktisch oft nicht einfach, weil sie gar nicht so kleine Dosierungsmöglichkeiten beim Lithium haben. Das hat mich gerade gestern ein Kollege hier gefragt. Bei älteren Patienten, die brauchen ja, also ab 60 ist dann schon älter irgendwann, die brauchen ja häufig nur die halbe Dosis, um auf diesen Spiegel, den Sie sagten, das ist richtig, 0,6 oder 0,5 zu erreichen. Und wie macht man das dann überhaupt bei den alten Patienten? Also die Hersteller haben ja nur, also wir haben zurzeit in Deutschland 12 Millimol als typische Einheit pro Tablette. Wenn Sie das halbieren, dann ist aber fertig, dann kann man es nicht weiter halbieren und da sind Sie noch lange nicht am Aussteigen. Also da muss man wirklich ein bisschen tricky sein und vielleicht auch mal dann jeden zweiten Tag. Aber auf jeden Fall gilt dann, wenn man sich entscheidet, warum auch immer, eine Rezidivprophylaxe mit einer Substanz A zu beenden, ein halbes Jahr soll man sich dazu Zeit lassen und nicht weniger wie viel. Ja, das ist eine Basisregel. Klar, über die Niere muss man sprechen, wenn man über Lithium spricht. Und ich habe das der Diskussion sozusagen den Fragen übrig gelassen. Die Niere ist tatsächlich eigentlich das einzigste kritische Organ zur Behandlung. Alle anderen Effekte auf die Schilddrüse, das ist alles, ich sage jetzt mal, harmlos, gut behandelbar, gut abschätzbar. Es gibt unter Lithium-Langzeitbehandlung ein erhöhtes Risiko für Niereninsuffizienz. Umso wichtiger ist es, dass man bei älteren Patienten, und damit meine ich ab 50, sehr genau hinguckt und das Monitoring nicht vergisst und vor allem auch nicht vergisst, dass die physiologische Nierenfunktion sich verändert und deswegen die Nierendosis gesenkt werden muss. Und das ist der häufigste Grund, der häufigste Grund, warum es zu Intoxikationen kommt. Wie geht es zusammen mit der Nebenwirkung der kognitiven Beeinträchtigungen? Ja, wirklich gute Daten gibt es dazu nicht. Das ist einfach Erfahrung. Die Erfahrung sagt ganz eindeutig auch, was ich vorhin sagte, auch beim Waldvorrat lassen Sie sich Zeit mit den Umständen. Wenn eine Frau plötzlich von ihrem Mann verlassen worden ist, das ist tief erschütternd. Das ist schlimmer als eine schwere Depression. Aber das ist keine Krankheit. Das ist eine gesunde emotionale Reaktion auf eine schlechte Situation. Und eine Frau braucht keine Psychotherapeutin, sie braucht eine gute Freundin, die im besten Fall selbst schon mal sowas bewältigt hat, die es nachts anrufen kann, wenn den Deckel auf den Kopf fällt. Auch nicht uns Psychotherapeuten. Die Leute denken immer, wir Psychotherapeuten hätten Lebenserfahrung. Das kann ja auch abschreckend sein. Das ist ja naiv. Ja. Wir können nicht den Sinn des Lebens vermitteln, der Psychotherapeuten. Wir können im besten Fall dafür sorgen, dass bestimmte Störungen nicht mehr so häufig sind. Aber wenn wir den Anspruch erheben, den Sinn des Lebens ganzheitliche Psychotherapie zu machen, Ganzheitlichkeit ist ein religiöser Begriff und das wird manipulativ und gefährlich. Wie lange dauert im Durchschnitt Ihre Therapie? Was könnte besonders gut therapieren? Ja, alles. Können Sie mich behandeln? Oder kennen Sie einen christlichen Therapeuten? Und dann sage ich, ich brauche keinen christlichen Therapeuten, ich brauche einen guten Therapeuten. Diese Ansprüche, die an uns gestellt werden, die sind höchst problematisch. Ja, wie gesagt, die ist eigentlich normal. Im Zweifel würde ich sagen, ist jemand gesund, aber merkwürdig. Wie Sie und ich. Die Tagesschau, Kriegshetzer, Wirtschaftskriminelle, rücksichtslose Egomanen, da kann man schon mal auf den Gedanken kommen, möglicherweise machen wir die falsch. Vortrag der Hirnforschung, todernst natürlich. Ich weiß, was hinter dem Ganzen liegt. Denn das ist der Neurotransmitter. Und der einzige, der kompetent ist, ich habe ihn schon mal gesehen. It was run by crazy people irrespectively of their nationality. I mean, nationality is secondary, but it was some people that were abusing of other people, abusing of children, abusing of people that live there in terms of the way of working, and also abusing of people that were persecuted by the Chilean dictatorship headed by Augusto Pinochet. Do you know anything about what is going on in Germany? What kind of medical treatment do you offer in Chile? What are the reasons for? There's not reason to hospitalize a patient unless there is a severe risk for his own life or for severe complications. When a patient has a suicidal risk, no good net of support just to save life in the critical time. In psychiatry, we have to hospitalize patients is in no way different than the reason we have to hospitalize patients in other branches of medicine. Will the treatment continue? Of course, always. Hospitalization is not a place to make a complete treatment. It's just a place
to make treatment in a safe setting when the situation is dangerous for the patient and has risk. How successful are you with your medication? Are there medical studies that show and prove that medication is leading to success or is leading more to the opposite? No, of course. There are studies that support that they are leading to success. There are different discussions and different studies going on that some medication will lead more to the negative effect, so the patient is more suicidal afterwards. The context in which patients are hospitalized are mostly in a voluntary setting. We almost never ever decide hospitalization for a patient when the patient refuses and the family refuses. We usually believe that the family cares for the patient and is in the best interest of the patient. It's rare that there is no family at all. Yeah. Are you from Santiago? I am from Santiago. Approximately how many facilities do you have there? We have several facilities, but I can tell you that we have much more outpatient facilities than inpatient facilities. What makes you go to a psychiatrist conference if you are not a psychiatrist? Well, I'm a neuroscientist, but I work in a field of neuroscience that is close to psychiatry. In fact, I work in a department of psychiatry at a university in Pittsburgh. How close is the connections to the psychiatrists? The type of work that I do is like experimental using animal models, but my work is in some way inspired the data from what is called post-mortem research studies, deficits or malfunction of neurons. Before he dies, does he sign for it, or is this the family who allows it? It's a combination. In some cases it's the family. I think most of the cases is the family. This is more a psychological, about thinking, what's going on in the brain. How can a tissue groove with the neurons? A person that was known by doctors to have a behavioral problem, once we can study the brain post-mortem, what differences do we find in this brain compared to the brain of a normal, so-called normal person?